Hallo zusammen, ich bin Stefan Geiger, der CTO bei Giant Software und ich stelle euch heute das Sounddesign für den nächsten Farming Simulator vor. Das ist ein kurzer Einblick in die Entwicklungen, die wir gemacht haben für den nächsten Farming Simulator. Es ist immer noch sehr viel Work in Progress, wie auch viele andere Forschungsprojekte, die wir im Moment am Laufen haben. Viele Dinge davon können im nächsten Farming Simulator kommen, können aber vielleicht auch nicht kommen, erst im übernächsten oder eventuell sogar gar nicht, weil wir einfach merken, dass die aktuellen Entwicklungen nicht dem entsprechen, was wir uns erhoffen. Die Entwicklungen, die wir gemacht haben, sind sehr stark darauf basiert, was wir von euch bekommen haben vom LS19. Und da werden wir jetzt eben direkt mal drauf eingehen, was wir im 19er gemacht haben. Danach werde ich ein bisschen zeigen, was wir eben rausgefunden haben, was nicht so ideal gelöst wurde. Und dann als letztes, was wir verbessert haben und wie wir das verbessern wollen im nächsten Landwirtschaftssimulator in der Zukunft. Und zum Schluss werde ich noch eine kurze Demo zeigen von den Tools, die wir entwickelt haben. Seit dem 11er haben wir immer sehr viel aufgenommen, um möglichst authentische Fahrzeuge zu haben. Wir haben das immer weiter ausgebaut, verbessert. Zum 11er waren noch relativ wenige Fahrzeuge wirklich real aufgenommen. Beim 19er sind es mittlerweile fast alle. Und da haben wir auch bei den Details, die wir aufgenommen haben, immer mehr ausgebaut. Zu Beginn haben wir mehr oder weniger nur den Motor aufgenommen. Neu nehmen wir immer mehr Details auf, um möglichst realistische Ton zusammenzumischen. Hier sieht man zum Beispiel ein Bild von der Aufnahme von dem Fendt MT, wo wir uns auf den Ton vom Auspuff konzentriert haben. Auf der rechten Seite sehen wir ein Bild vom John Deere S780, wo wir uns auf den Ton vom Korntankrohr konzentriert haben. Wir haben auch die Möglichkeiten, die Maschinen so zu öffnen, dass wir auch an Elemente rankommen, an die man sonst nicht rankommt. Hier mit der offenen Motorhaube vom Fendt MT. Und wir nehmen auch die Fahrzeuge in der Fahrt auf, um besseres Referenzmaterial zu bekommen und auch um neue Möglichkeiten zu schaffen, wie ich weiter in der Präsentation zeigen werde. Für die Umsetzung im LS19 ist der Hauptteil des Motors besteht aus 3 verschiedenen Aufnahmen, die wir gemacht haben. Zum einen der Motor bei Leerlaufdrehzahl, das ist irgendwo bei 800-900 Umdrehungen pro Minute. Das hört sich dann zum Beispiel so an von einem Fendt 1000. Und dann haben wir 2 weitere Aufnahmen bei etwa 2000 Umdrehungen pro Minute. Zum einen eine ohne Last, was dann etwa so klingt. Und zum anderen auch mit Last. Zur Laufzeit, je nach Last von der simulierten Physik im Spiel, werden dann die 2 verschiedenen Sounds mit und ohne Last zusammengeblendet. Genauso blenden wir auch zwischen Leerlaufdrehzahl und den 2000 Umdrehungen pro Minute, je nach Drehzahl vom Motor im Spiel. Zudem müssen wir auch mit Pitching die verschiedenen Zwischenstufen rechnen, da wir eben nur diese 2 verschiedenen Aufnahmen haben. Pitching ist einfach das unterschiedlich schnell Abspielen der Sounds. Kann man sich zum Beispiel vorstellen wie in einem Kassettenrekorder, wer das noch kennt, wenn man da vorspult, wo dann einfach der ganze Sound schnell abgespielt wird. Das hat zum einen den Effekt, dass eben der Ton schneller ist. Auf die andere Seite ist er aber auch ein bisschen höher im Klang. Zusätzlich haben wir auch Aufnahmen vom Motor, wenn er gestartet wird und wenn er gestoppt wird, oder auch von diversen anderen Effekten wie dem Retarder oder beim Entlassen der Luft von der Bremse oder auch von Getriebe etc.
Und der letzte Punkt hier ist, dass wir das Getriebe nur als variables Getriebe simulieren. Das heißt, wir haben nicht wie bei einem Auto zum Beispiel 3, 4, 5 verschiedene abgestufte Gänge, sondern wir können wirklich jede beliebige Übersetzung wählen. Dann kommen wir auch schon zu den Problemen, die wir in der Umsetzung im LS19 haben. Einer der größten Probleme ist das Pitching selbst. Das hat, wie schon gesagt, eben auch den Seiteneffekt, dass die Effekte einen höheren Ton bekommen, was für diverse Teile korrekt ist, wie zum Beispiel, wenn man so Teile, die mit höherer Frequenz vibrieren, hat. Diese vibrieren auch mit höherer Frequenz, wenn der Motor schnell dreht. Entsprechend ist auch der Klang höher. Auf die andere Seite hat man aber auch viele Teile, die eben nicht die Höhe vom Ton verändern mit der Umdrehungszahl. Und wir haben auch zusätzlich Teile, die eventuell gar nicht erst hörbar sind in dem Ton, den wir aufgenommen haben. Da haben wir zum Beispiel eine Aufnahme nochmals mit dem Leerlauf als Vergleich. Und wir haben dann die Aufnahme mit dem Motor bei ungefähr 2000 Umdrehungen pro Minute, so wie das in der Realität geklungen hat. Und dann zum Vergleich, wenn ich die Leerlaufaufnahme eben auch auf diese 2000 Umdrehungen hochpitche, klingt das dann etwa so. Wir hören, es ist ungefähr die gleiche Drehzahl, was man ausmachen kann im Ton, aber die Charakteristik ist natürlich komplett anders. Und wenn wir natürlich diesen Effekt zur Runtime eben auch machen und zusammenblenden, dann verlieren wir natürlich massiv viel Qualität, wie wenn wir für jede Drehzahl eine Aufnahme hätten. Wir haben auch das Problem mit dem Blenden zwischen diesen Aufnahmen, weil wir haben bisher nicht die Möglichkeit, das Abspielen dieser Aufnahmen komplett zu synchronisieren. Im schlimmsten Fall kann es dann passieren, dass diese um 50% von dem Zyklus des Motors verschoben sind. Das gibt dann eher den Effekt, dass man eher das Gefühl hat, der Ton klingt eher nach der doppelten Umdrehungszahl, als es sein sollte. Oder es kann natürlich auch dazu führen, dass man Interferenzen bekommt, dass man komplett neue Effekte im Klang bekommt. Oder man hat auch die Möglichkeit von Auslöschung, dass es Teile komplett verschluckt. Und ein weiteres Problem bisher war, dass wir die verschiedenen Aufnahmen mit einem linearen Überblendung zusammengemischt haben. Das hat ein bisschen das Problem, dass die Lautstärke nicht genau mit dem übereinstimmt, was man erwarten würde, währenddem man beide zusammenmischt. Ein weiterer wichtiger Punkt in den Problemen, die wir beim 19er hatten, ist die Simulation von der Last. Bisher war es nicht möglich für uns, Motoren mit Last aufzunehmen oder zumindest nicht in konsistenter Weise und für alle Maschinen, die wir haben im Spiel, weil es ist einfach sehr schwierig, dass wir bei allen Herstellern die Möglichkeit haben, auch wirklich den Traktor an eine Last zu hängen. Und es ist auch sehr schwierig, dass man da eine konstante Last dann bekommt mit konstanter Umdrehungszahl vom Motor und so weiter. Das heißt, bisher haben wir immer den Motor ohne Last aufgenommen und haben dann mit diversen Effekten im Soundprogramm versucht, einen Sound zu bekommen, der so klingt, wie wenn der unter Last wäre. Im 17er und zuvor hatten wir auch sehr viel Teile von anderen Motoren mit reingemischt, um einfach noch ein bisschen besseren Klang zu bekommen. Es hat aber das Problem gehabt, dass einfach sehr viele Motoren sehr ähnlich geklungen haben unter Last.
was das Ganze auch ein bisschen uninteressant gemacht hat. Beim 19er haben wir dann eher auf einen realistischeren Weg gesetzt und haben eher nur auf Filter gesetzt und weniger auf das Mischen von anderen Motoren. Das hat den Vorteil, dass man eben die Charakteristik beibehalten kann, aber wie auch viele uns das Feedback gegeben haben, klingt es einfach viel weniger interessant. Wir haben weiter auch nicht die Möglichkeit, dass wir einen negativen Last simulieren können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel abbremsen, läuft der Motor eben noch unter den Anbedingungen, wie wenn der nur in Leerlauf läuft. Und das haben wir bisher gar nicht beachtet in dem Klang vom Motor. Und auch hier wieder das Problem, das Mischen zwischen den zwei verschiedenen Aufnahmen mit und ohne Last hat einfach das Problem, dass hier zusätzliche Nebeneffekte auftreten können. Dann haben wir auch das Problem, dass wir den Übergang vom Start zum Laufsound vom Motor nicht perfekt haben. Das heißt, im 17er oder zuvor hatten wir das Problem, vor allem, dass es einen kurzen Unterbruch gegeben hat, je nach Framerate, die man hatte. Das haben wir zum Glück im 19er jetzt gefixt. Aber wir haben immer noch das Problem, dass wenn das Ende vom Startsound nicht perfekt mit dem Anfang von dem Loop-Sound übereinstimmt, gibt es ebenfalls Klicken und andere hörbare Unterbrüche, auch wenn es da nicht mehr diesen Unterbruch gibt. Und wir haben auch das Problem, dass wenn wir die Möglichkeit geben, dass das Fahrzeug bereits losfahren kann, wenn der Startsound noch läuft, dass der Motor bereits auf einer höheren Drehzahl läuft, wie das Ende vom Startsound. Und das gibt dann eben noch weitere, größere Unterschiede zwischen den beiden Sounds. Wir haben eben auch, wie schon erwähnt, das Problem, dass wir nur variable Getriebe simulieren. Und die haben eigentlich das Problem, auch in der Realität, dass der Motor mehrheitlich nur da sich befindet in der Drehzahl, wo er die maximale Leistung abrufen kann. Das ist meistens irgendwo um die 2000 Umdrehungen pro Minute. Das hat aber natürlich das Problem, dass dann der Sound vom Motor sehr langweilig wird. Und es stimmt natürlich überhaupt nicht überein mit einem Motor, beziehungsweise einem Getriebe, das normal geschaltet ist und nicht variable Gänge hat. Und das letzte Problem ist, dass wir sehr schwierig zu erstellende XMLs hatten mit relativ schwierig zu definierenden Werten. Und wir hatten auch keine Möglichkeit, direkt eine Vorschau von dem Sound zu haben. Wir mussten immer das Spiel starten, den Motor starten und das mit dem Fahrzeug in die entsprechende Situation fahren und konnten nicht einfach direkt sagen, ich will jetzt mal hören, wie der Motor sich anhört bei 1500 Umdrehungen pro Minute mit 50% Last, sondern man musste irgendwie versuchen, das zu reproduzieren im Spiel selbst. Dann kommen wir zu den Entwicklungen, die wir gemacht haben und wie wir diese Probleme angegangen sind. Der wichtigste Teil war für uns, dass wir den ganzen Sound vom Motor, die Simulation dazu, in die Engine genommen haben, statt wie bisher die Logik dazu im Script zu haben. Das erlaubt uns einfach viel, viel mehr Funktionen hinzuzufügen und diverse von diesen Problemen eben richtig zu lösen. Wir haben auch ein neues Tool entwickelt, was es erlaubt, alle möglichen Parameter für den Motorensound direkt in einfachen Reglern einzustellen und auch die Möglichkeit bietet, direkt die Vorschau davon zu haben. Man kann direkt die Umdrehungszahl vom Motor einstellen, die Last etc., so dass man sehr schnell iterieren kann. Im Core haben wir 2 neue Möglichkeiten entwickelt.
um eben den Motorensound darzustellen. Die erste ist relativ ähnlich zu dem, was wir bisher hatten. Man hat jetzt die Möglichkeit, mehrere von diesen Aufnahmen einzustellen an verschiedenen Umdrehungszahlen vom Motor. Neu hat man aber eben die Möglichkeit, dass man nicht nur 2 hat, sondern mehrere, und man hat auch ein viel einfacheres GUI, um die verschiedenen Parameter einzustellen. Bisher musste man mit relativ komplexen Pitch-Skalierungen die verschiedenen Werte einstellen. Neu kann man einfach die Umdrehungszahl einstellen, mit der die Aufnahme gemacht wurde, und die Engine kann automatisch den richtigen Pitch ausrechnen, ohne dass man das selbst machen müsste. Die zweite Möglichkeit, die wir entwickelt haben, ist basierend auf einer einzelnen Aufnahme vom Motor, die man macht, startend bei dem Leerlaufdrehzahl und beschleunigt dann kontinuierlich bis zur maximalen Drehzahl vom Motor. Und die Engine hat dann die Möglichkeit, aus dieser Aufnahme zu jeder möglichen Umdrehungszahl den Loop zu generieren. Und das machen wir mit der sogenannten granularen Synthese. Habe ich dazu auch noch ein paar Informationen, wie das ungefähr funktioniert. Das ganze Setup dazu ist ein bisschen aufwendiger, wie wenn man mehrere Loops hätte mit fixen Umdrehungszahlen. Es hat aber normalerweise das Resultat, dass die Qualität vom Motorsound viel besser ist, weil man eben nicht mehr diese Pitching-Artefakte hat und man hat auch nicht das Überblenden zwischen verschiedenen Aufnahmen und so weiter. Leider funktioniert es aber auch nicht ganz für alle Fahrzeuge, weil das bestimmte Voraussetzungen hat, damit es gut funktioniert. Oder man hat eventuell auch gar nicht die Möglichkeit, so eine Rampe vom Motor aufzunehmen. Solche eine Aufnahme habe ich hier als Beispiel. Und wir können dann zum Beispiel einen Motorsound bei 1080 Umdrehungen pro Minute generieren. Das klingt dann etwa so. Oder zum Beispiel bei 1792 klingt denn das so. Ja, die granulare Synthese braucht mehrere Schritte. Als erstes versuchen wir, diese Aufnahme in viele kleine sogenannte Grains aufzuteilen. Ein Grain ist jeweils ein Zyklus von dem Motor. Das heißt, bei einem Viertaktmotor ist es genau 2 Umdrehungen des Motors. Dann wiederholt sich quasi der ganze Zyklus vom Motor und der Ton klingt eigentlich wieder identisch bis auf Noise und so weiter, der natürlich unterschiedliche Effekte reingibt. Danach nehmen wir dann jeweils bei der gewünschten Umdrehungszahl, wo wir den Sound generieren wollen, nehmen wir einfach mehrere von diesen Grains um diese Drehzahl herum und hängen die einfach direkt zusammen mit einer kurzen Überblendung, damit es kein Klicken gibt. Der wichtigste Teil davon ist, dass wir eben diese Grains extrahieren müssen. Dazu müssen wir eben zu jedem Zeitpunkt in der Aufnahme genau wissen, wie schnell sich der Motor gedreht hat. Das muss der Sounddesigner in unserem Tool selbst erstellen, genau festlegen. Glücklicherweise sieht man den Verlauf der Umdrehung relativ gut, wenn man eine Frequenzanalyse macht. Das heißt, wir analysieren die Aufnahme zu jedem Zeitpunkt, welche Frequenzen darin vorkommen, und wir können das dann visualisieren im Tool. Wenn man das hier sieht mit diesen gelben Linien,
ist das jeweils da, wo eine Frequenz häufig vorkommt. Also in der X-Achse sieht man die Zeit und in der Y-Achse ist die Frequenz. Das heißt, je höher die Linie, umso höher die Frequenz. Und da sieht man auch direkt schön, dass es eine ungefähr gerade Linie von unten links nach oben rechts gibt, beziehungsweise mehreren von diesen Linien. Und das kann dann eben helfen, dass man dies nachzeichnen kann. Diese Frequenzen kommen eben davon zustande, weil sich der Motor in der Umdrehung immer wiederholt. Das heißt, je schneller der Motor dreht, umso häufiger kommen eben auch diese Frequenzen dann regelmäßig immer wieder vor und das kann man dann eben mit dieser Frequenzanalyse erkennen. Wenn man diese Linie ungefähr eingezeichnet hat, kann das Tool dann weiter auch eine weitere Analyse starten und die Detailanpassungen machen, damit man nicht perfekt diese Linie zeichnen muss. Wir haben zusätzlich auch einige Anpassungen gemacht für die Simulation der Last. Wir können leider weiterhin keine Aufnahmen der Last machen, aber wir haben diverse Anpassungen gemacht zur Engine, um dies zu verbessern. Wir haben die Möglichkeit, jetzt neu zur Laufzeit im Spiel verschiedene Filter direkt anzuwenden. Das hat den Vorteil, dass wir nicht mehr diese Artefakte bekommen vom Blenden zwischen keiner Last und voller Last. Und wir können auch mehrere Zwischenstufen simulieren und sind nicht darauf angewiesen, dass es nur keine oder volle Last gibt. Wir haben auch den Vorteil, dass wir dadurch keinen Verlust der Charakteristik des Motors haben, weil wir weiterhin basierend auf der Originalaufnahme arbeiten. Wir haben auch die Möglichkeit, zusätzliche Aufnahmen basierend von der Last einzublenden. Das können wir vor allem dann verwenden, wenn wir irgendwelche Effekte hinzufügen wollen, die nicht hörbar sind in der originalen Aufnahme. Gerade mit der zweiten granularen Synthese basierten Methode vom Motorsound ist eben auch dieses effektbasierte System deutlich besser, weil wir bereits in der Aufnahme ein wenig Load haben, weil der Motor sich eben beschleunigt hat, haben wir da ein bisschen mehr Kraft auf dem Motor, wie wenn der einfach mit einem konstanten Umdrehung drehen würde. Wir haben eben auch durch diese Filter die Möglichkeit, negativen Load zu simulieren. Das heißt, gerade bei dieser granularen Synthese können wir dann ein bisschen von dem Load entfernen mit den Filtern. Das heißt, wir haben dann vielleicht zum Beispiel bei 20% Last verwenden wir ungefähr die originale Aufnahme und bei 0% Last verwenden wir dann eben leicht reduzierte Filtereffekte und können so dann eben auch viel mehr Varianz zwischen Last und ohne Last erreichen. Und noch diverse andere Dinge verbessert, zum Beispiel beim Übergang vom Start zum Motorsound haben wir neu die Möglichkeit, dass wir die Umdrehungszahl vom Motor langsam anpassen, wenn der Motorstart-Sound fertig ist, so dass es eben niemals zu diesem starken Übergang kommt. Wir haben auch ein Tool die Möglichkeit, direkt einfach einzugeben, wie viel Umdrehung denn der Motor haben soll, wenn der Startsound fertig ist, damit man das sehr einfach einstellen kann, damit das übereinstimmt mit dem, was der Sound wirklich hergibt. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir das Ende vom Startsound über eine kurze Zeit blenden mit dem Motorsound, falls die beiden Aufnahmen nicht perfekt übereinstimmen, was leider auch nicht immer möglich ist, das perfekt zu erreichen von der Aufnahme her. Und zusätzlich die Funktion eingebaut, dass wir echte Gangschaltungen simulieren in der Physiksimulation und entsprechend haben wir auch
die Anpassung beim Motorensound, was wir dann eben für ältere Fahrzeuge verwenden können, die keine variablen Übersetzungen haben. Und ein letzter Punkt ist der Hall, den wir implementiert haben. Das ist vor allem hörbar, wenn man natürlich in einer Halle ist, in einem Tunnel oder unter einer Brücke oder so. Aber wir hören auch selbst auf dem offenen Feld, hat man immer einen kleinen Hall mit dabei, der einfach das ganze Klangbild interessanter macht und realistischer. Das wäre es gewesen von der Präsentation. Ich werde jetzt kurze Demo machen von unserem Tool und was man alles einstellen kann. Hier sehen wir unser Tool in dem Modus, wo wir eben verschiedene Loops definiert haben. Hier habe ich ein Beispiel mit 5 verschiedenen Loops. Zum einen hier einen, den wir aufgenommen haben bei 800 Umdrehungen pro Minute, einen bei 1100 etc. bis zu 2400. Und ich kann jetzt hier auf Play drücken. Dann hört man zum einen den Startsound, der abgespielt wird, und dann direkt den Sound, der von diesen verschiedenen Loops generiert wird. Ich habe hier einen Slider, wo ich die Umdrehung pro Minute einstellen kann. Hier im Moment 600. Ich kann hier hochgehen auf 950. Man sieht hier auch direkt oben links, welche dieser Aufnahmen in welchem Umdrehungsbereich aktiv sind. Das heißt, hier beginnt die Kurve von 600 bis 1000 und fällt dann ab. Hingegen kommt dann eben die andere zweite Aufnahme mit rein, die dann bei 1100 dann volles Volumen bekommt. Man kann jetzt hier die Umdrehung weiter hochdrehen. Man sieht auch hier die Linie, die gezeigt wird, wo welcher Bereich genau abgespielt wird. Das heißt, im Moment hören wir die zweite Aufnahme, die bei 1100 gemacht wurde, ganz wenig nach oben gepitcht auf 1179. Und wenn ich hier weiter hochgehe, sieht man, wie das überblendet wird über die verschiedenen Aufnahmen. Und wir haben jetzt eben den Vorteil, dass wir in allen möglichen Bereichen der Umdrehung Aufnahmen haben und niemals große Bereiche gepitcht werden müssen. Das heißt, schätzungsweise hier jetzt im Maximum irgendwo 20-30%, wo hingegen beim LS19, wo nur 2 Aufnahmen da mussten wir bis zu 250% skalieren, was natürlich viel mehr Artefakte gibt. Wir haben auch noch ein Beispiel mit der granularen Synthese. Hier habe ich jetzt eine Aufnahme von einem Fan-Favorit. Wir sehen hier, haben wir bereits schon diese Kurve nachgezeichnet. Das ist hier diese Linie ganz unten. Wir haben aber auch eben diese kleinen Striche oben drauf, die verschiedenen Harmonik-Abstufungen anzeigt. Das heißt, wir haben immer ein Vielfaches von unserer Frequenz obendrauf. Das zeigen wir so an, weil eben auch diese gelben Linien, die wir hier erkannt haben von der Frequenzanalyse, eben auch in diesen Abstufungen da sind, weil wir haben immer ein Vielfach von unserer Umdrehung vom Motor, wie sich eben diese Soundeffekte wieder hörbar sind. Ich kann jetzt hier zum Beispiel diesen Punkt ein bisschen verschieben, wenn ich denke, ja, das muss ein bisschen im Detail nach oben oder nach unten sein. Ich kann auch Punkte löschen, hinzufügen und so weiter, so dass es einfach möglichst gut stimmt. Wenn ich jetzt fertig bin, kann ich hier klicken auf Extract Grains, was eben dann die Analyse durchführt, um die verschiedenen
Grains rauszusuchen. Wenn ich das gemacht habe, kann ich hier auch zur Kontrolle reinklicken und sehe jeweils unten die genauen Details von meinen Grain. Auf der linken Seite sehe ich direkt die Raw Sample Daten. Auf der rechten Seite sehe ich die Frequenzanalyse innerhalb von diesem Grain. Da kann ich eben auch erkennen, wenn ich hier jetzt immer hochgehe, geht eben auch so die Frequenz immer in einen höheren Bereich rüber. Und man kann dann immer überprüfen, ob die verschiedenen Grains auch so korrekt extrahiert wurden, wie man das erwartet, oder ob da plötzlich irgendwo komische Frequenzen in einem Grain vorhanden sind, die man nicht will. Weil natürlich eine Aufnahme niemals perfekt ist, ohne Seiteneffekte, wenn man zum Beispiel gerade irgendwo über einen Stein gefahren ist, hört man das natürlich möglicherweise in der Aufnahme und dann will man das möglicherweise rausfiltern. Ich kann jetzt hier auf Play drücken, dann hört man auch wieder einen Startsound und dann direkt wieder den generierten Ton vom Motor bei 792 Umdrehungen pro Minute, und ich kann jetzt hier auch wieder mit dem Slider langsam hochgehen und der richtige Loop wird immer bei der gewünschten Umdrehung generiert. Man sieht hier auch jetzt in der Anzeige die Linie, wo genau die Umdrehung ist anhand von meiner Kurve. Das hilft auch wieder, um zu erkennen, ob die Kurve richtig eingestellt wurde, und kann hier direkt verfolgen, was passiert. Jetzt habe ich den Motor wieder abgestellt. Man hat hier zum Beispiel auch direkt gehört, wie eben das Blenden von dem Motorensound zum Stop-Sound gemacht wird. Wenn man das im LS19 gemacht hätte, hätte es da einen viel stärkeren Übergang gegeben. Ich kann auch hier nochmal den Motor starten und kann jetzt mit der Last experimentieren. Ich kann hier verschiedene Werte der Last einstellen. Wir können das eben jetzt auch neu auch in tiefen Drehzahlbereichen machen. Beim LS19 hatten wir nur eine Aufnahme mit hoher Drehzahl inklusive Last. Das heißt, wir hätten nicht die Möglichkeit gehabt, eine Last zu simulieren bei nahezu Leerlaufdrehzahlen. Wir haben hier zum Beispiel die Einstellungen, die man machen kann für die Last. Wir haben zum einen einen 10-Band Equalizer, den man für verschiedene Laststufen einstellen kann. Man kann auch eine Distortion simulieren, vor allem dann, wenn einfach der Ton viel stärker ist als die Aufnahme, man gewisse Elemente quasi löschen will aus der Aufnahme. Und wir können hier einstellen, wie das Ganze gemischt wird zwischen den Filtern, Parameter und der originalen Aufnahme. Wir haben eben auch hier die Möglichkeit, dann diesen zusätzlichen Load Loops hinzuzufügen, also eben die zusätzliche Aufnahme, um weitere Effekte hinzuzufügen. In dem Beispiel habe ich das nicht gemacht, aber kann durchaus helfen, wenn man bestimmte, vor allem bei älteren Motoren, bestimmte Effekte erzielen will. Soweit zu meiner Präsentation. Ich hoffe, die Informationen waren interessant für euch und nicht zu weit im Detail. Die Idee war natürlich auch, dass ihr ein bisschen seht, was wir alles im Hintergrund entwickeln
um ein möglichst gutes Spielerlebnis für euch zu ermöglichen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder live. Dann zurück ins Studio.